Heute sprechen wir über die Vor- bzw. Nachteile eines Landlebens hier in Polen und gehen auch ein bisschen auf die Unterschiede ein zwischen dem Leben auf dem Land und einer Großstadt hier in Polen. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Vor einigen Monaten habe ich mal ein Video zum Thema lebenswerteste Städte in Polen gemacht. Das Video packe ich euch später auch nochmal in der Videobeschreibung rein, dann könnt ihr euch das gerne bei Gelegenheit mal anschauen. Nach diesem Video habe ich auch die ein oder andere Reaktion gekriegt, beziehungsweise auch Anfrage gekriegt, ob ich vielleicht nicht mal darüber berichten könnte, wie das Leben in Polen auf dem Land ist. Selber habe ich keine Erfahrungswerte, wie das Leben auf dem Land ist, da ich selber nie auf dem Land gewohnt habe. Ich wohne in Łódź, was von der Einwohnerzahl mittlerweile die viertgrößte Stadt in ganz Polen ist, wurde vor kurzem von Breslau überholt. Ja, aber somit sehen wir einfach, dass ich selber nicht auf dem Land wohne, sondern in einer Großstadt. Aber wir haben sehr viele Verwandte und Bekannte, die auch mehr am Speckgürtel von Großstädten wohnen, beziehungsweise mehr ländlich oder in Kleinstädte leben. Und ich denke, da kann ich dann auch das ein oder andere erzählen, wie dann das Leben dort auf dem Land ist, beziehungsweise was ich selber mit meinen eigenen Augen gesehen habe oder wie meine Empfindung der ganzen Sache ist. Ja, natürlich habe ich mich auch hier und da mal mit dem einen oder anderen unterhalten und da kann man natürlich dann auch vielleicht auch mal darüber berichten. Bevor wir jetzt aber tiefer in das Hauptthema eingehen, würde mich mal gerne interessieren, welches Leben du mehr bevorzugst. Also würdest du lieber, wenn du die Möglichkeit hast, nach Polen auszuwandern, in eine Großstadt ziehen oder würdest du lieber eine Kleinstadt bzw. mehr so die ländlichen Gebiete auswählen? Hinterlass mir das mal bitte in den Kommentaren mit deiner Begründung, das würde mich wirklich brennend interessieren. Später werde ich auch noch erzählen, wie meine Sicht der ganzen Dinge ist und meine persönliche Meinung zu diesem ganzen Punkt Landleben und Großstadtleben. Kommen wir jetzt aber auch schon direkt zu den Vor- bzw. Nachteilen, was das Landleben angeht. Eine Sache, die ich selber spüre bzw. die ich selber sehen kann, weil ich in einer Großstadt lebe, ist zum Beispiel schon der ganze Verkehr und Smog. Man muss schon sagen, dass in Großstädten es natürlich wesentlich lauter ist. Man hat hier viel mehr Staus. Gerade zu Rush Hour ist das manchmal problematisch, hier zumindest hier in Łódź irgendwie von Punkt A nach Punkt B zu kommen, ohne irgendwie eine Stunde Zeit oder 1,5 Stunden Zeit einzuplanen. Natürlich auch der ganze Smog. Das bleibt natürlich nicht aus. Und wenn man dann gerade irgendwo sogar noch im Zentrum wohnt, ist das natürlich von der Luft her nicht die sauberste Luft. Muss man auch ganz klar sagen. Also persönlich wohne ich jetzt ein bisschen mehr am Stadtrand. Wir haben auch nicht weit weg einen Wald. Wir haben uns das auch extra so ausgesucht, denn ich denke, so ein Leben mitten im Zentrum könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das wäre mir persönlich auch einfach viel zu chaotisch, viel zu laut. Auf dem Land sieht das natürlich alles wesentlich anders aus. Natürlich ist dort die Luft viel sauberer. Man hat dort sehr viel Fläche, dort wird sehr viel angebaut. Es bleibt doch nicht aus, dass mal der Bauer mit seinem Traktor fährt und den Dünger, ja, wie soll man sagen, rumschleudert. Das ist natürlich vielleicht vom Geruch her nicht der beliebteste Geruch, aber ist wesentlich gesünder, wie ganze Zeit Abgase einzuatmen und die zu riechen. Und daher kann man auf jeden Fall sagen, dass das Landleben wesentlich ruhiger ist, zumindest was den Verkehr angeht. Es ist sauberer, es ist, ich würde sagen, wesentlich entspannter. Schweifen wir aber mal auch jetzt von diesem Thema ein bisschen mehr ab. Ja, wenn wir auch schon beim Thema Luftverschmutzung, vielleicht Verkehr, dann schauen wir uns jetzt auch mal die Infrastruktur an. Denn eine Sache, was man auch sagen muss, ist natürlich, dass in Großstädten die Infrastruktur wesentlich besser ist, besser ausgebaut ist. Man hat mehr Möglichkeiten, irgendwo von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Das ist auch ganz klar. Was ich hier auch schon selber erlebt habe, wenn wir mal irgendwo zu den Verwandten fahren, in irgendwo
außerhalb der Großstädte und man hat irgendwo eine Baustelle, dann steht man da wirklich manchmal 20, 30, 40 Minuten. Denn das Problem auf dem Land ist sehr oft, dass man meistens, nicht immer, aber meistens nur eine Straße hat, die reinführt und eine Straße auch, die rausführt. Und ja, wenn dann gerade auf dieser Straße eine Baustelle ist, ja, dann staut sich das dann dort auch manchmal und das ist dann auch ärgerlich und problematisch. Zum Glück ist das dann auch so, dass gerade diese Straßen vielleicht einmal in 10 oder 15 Jahren erneuert werden und somit ist das natürlich dann auch kein Alltag. Man muss auch sagen, dass in Großstädten die Baustellen natürlich wesentlich größer und gigantischer sind. Auf den ländlichen Gebieten sind die natürlich kleiner. Genauso ist es, wenn man zum Beispiel den Linienverkehr nutzen möchte. Also ich selber habe in Kleinstädten erlebt, dass man dort noch nicht mal irgendeinen Linienverkehr hat. Also man hat dort drinnen in der Stadt keinen Linienbus, der fährt. Man hat dort keine Straßenbahn, die dort irgendwie fährt. Und wenn man sich dann wirklich in der Kleinstadt oder auf dem Dorf irgendwo bewegen möchte, hat man entweder die Möglichkeit, das Fahrrad zu nutzen, was ja, okay, vielleicht jetzt auch wesentlich gesünder ist, das Fahrrad zu nutzen. Man geht zu Fuß oder man ist halt selber auch noch mobil und hat ein Auto zum Beispiel. Dann hat man da irgendwie die Möglichkeit, sich dann dort zu bewegen. Was ich selber auch noch erlebt habe, ist, dass in Kleinstädte bzw. Dörfer nur Busse sind, die dann außerhalb der Stadt führen bzw. außerhalb des Dorfes führen in die nächstgelegenen Städte oder in Großstädte. Und das ist dann natürlich dann auch schon, würde ich jetzt mal sagen, ein Nachteil, wenn man sich da eigentlich nur auf diese Art und Weise bewegen kann. In Großstädten ist natürlich die Infrastruktur wesentlich besser ausgebaut. Man hat ja überall irgendwelche Busstationen, wo man dann von Punkt A nach Punkt B fahren kann. Das ist dann natürlich schon angenehmer. Ich persönlich hätte, glaube ich, jetzt weniger ein Problem damit, irgendwie, wenn es jetzt keinen Linienbus geben würde, da ich sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs bin, auch bei Schlechtwetter. Für mich persönlich würde das jetzt vielleicht nicht ein ganz großer Nachteil sein. Das kommt natürlich aber auch immer auf die persönliche Situation darauf an. Aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie mit Kindern irgendwie das Kind vom Kindergarten abholt oder von der Schule und es stürmt dann irgendwie, dann ist das vielleicht schon vom Vorteil, wenn man dann zum Beispiel ein Auto hat oder vielleicht das Kind gegebenenfalls dann auch, also wenn es jetzt schon ein etwas älteres Kind ist, dann vielleicht in den Bus steigen kann und dann so nach Hause fahren kann, anstatt durch den strömenden Regen zu laufen. Und deswegen würde ich sagen, Infrastruktur auf ländlichen Gebieten ist meiner Meinung nach auch ein Nachteil. In einigen Videos habe ich ja auch schon mal erzählt, dass ich manchmal so das Gefühl habe, dass sehr viel hier aufeinander gebaut wird hier in Polen. Wenn man irgendwo in einem Wohnviertel wohnt, hat man weniger Parkplätze bis gar keine Parkplätze. Also man hat wirklich mehr Autos wie Parkplätze, wodurch dann Leute auf Bürgersteig parken oder mitten auf der Straße parken, weil die auch einfach gar keine andere Möglichkeit haben. Dieses Problem hat man natürlich auf dem Land kaum bis überhaupt nicht. Da hat man viel mehr Platz. Wenn dort Häuser sind, hat natürlich jeder im Prinzip seinen eigenen Stellplatz bzw. Parkplatz oder wenn er nicht seinen Privatparkplatz hat, hat man dort trotzdem Platz, irgendwo sein Auto hinzustellen, ohne dass es jemanden stört. Auch wenn dort irgendwo Wohnblocks gebaut werden, also dann werden dort auch ausreichend Parkplätze gebaut, weil dort einfach der Platz vorhanden ist und man dort auch ein bisschen mehr ausbauen kann. Von daher würde ich dann auch sagen, wenn es jetzt um den Platz geht, ist es natürlich auf dem Land wesentlich großzügiger und man kann sich dort auch freier bewegen. Auch wenn es um Fahrradwege geht oder auch Spazierwege, hat man dort viel mehr Platz, meiner persönlichen Meinung nach zumindest. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, immer wenn ich irgendwo zu den Verwandten in die Dörfer gefahren bin, dass dort das soziale Leben ein bisschen anders abläuft wie in Großstädten. Das ist ja auch gar kein Geheimnis, wenn man jetzt in ein Dorf fährt, wo zum Beispiel wirklich nur 50, 60, 70 Einwohner leben, dass dort wirklich jeder jeden kennt. Was ich persönlich dann auch noch schön finde, die Leute, die unterstützen sich dort, die helfen sich dort. Wenn irgendwo eine Feier ist, ja, ist nicht überall so, aber es kommt dann auch sehr oft vor, dass dann, ja, sage ich mal, das ganze Dorf eingeladen wird und man dann auch einfach gemeinsam feiert. Ich finde, da ist einfach das soziale Leben oder das soziale Leben miteinander viel stärker, viel ausgeprägter. Man muss auch sagen,
dass die Menschen, gerade die älteren Menschen, die ältere Generation, die auf dem Land leben, ein bisschen konservativer auch eingestellt sind. Die sind auch so von der Lebenseinstellung, das wurde denen auch so beigebracht, dass die halt dieses Leben führen sollen. Also hier darf man das jetzt nicht falsch verstehen, wie ich das jetzt sage, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Dem wurde das einfach so beigebracht und natürlich ist das dann auch meiner Meinung nach ein schönes Leben, wenn man sich immer gegenseitig unterstützen kann, wenn man sich helfen kann, wenn man den Nachbarn so gut kennt wie schon fast seinen besten Freund. Das ist natürlich sehr, sehr schön. In Großstädten ist das dann schon ein bisschen anders. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier von mir selber rede, wenn ich jetzt hier in Łódź bin, das ist jetzt die zweite Wohnung, wo ich lebe. Die erste Wohnung, die haben wir zum Beispiel nur gemietet. Da wurde im Hausflur kaum gegrüßt. Zum Beispiel hier, wo ich jetzt wohne, sieht das anders aus. Also ich komme hier sehr gut mit meinen Nachbarn klar, man grüßt sich auch, aber zum Beispiel in der ersten Wohnung hat man sich kaum gegrüßt. Man kannte sich auch eigentlich gar nicht, weil das war ein Wohnblock mit, ich weiß nicht, über 100 Einwohnern. Ja, und dann kennt man sich da auch irgendwie gar nicht. Das ist dann natürlich dann, ja, kann man das jetzt als Nachteil sehen? Ich denke, das liegt dann auch in meinem Auge des Betrachters, wer wie aufgewachsen ist, wer welches Leben bevorzugt. Aber ich bin schon mehr so dieser, ich sage jetzt mal, freundlichere Typ, der dann nett grüßt und Hallo und vielleicht auch mal hier und da vielleicht mal kurz Smalltalk führt, irgendwie so. Und in diesem Punkt würde ich dann sagen, ist das dann vielleicht schöner auch auf dem Land, weil da auch einfach das Leben, das soziale Miteinander wesentlich stärker ausgeprägt ist. Wie ist das aber, wenn man jetzt auf dem Landleben nach Arbeit sucht? Ja, da fangen dann auch schon diese kritischen Sachen an. Es ist so, dass gerade Menschen, die auf dem Land leben oder vielleicht sogar einen eigenen Bauernhof besitzen, die haben ja im Prinzip ihren Bauernhof, wo die arbeiten. Es ist natürlich auch so sehr oft, dass es dann traditionell von Generation zu Generation dann auch meistens die Bauernhöfe oder das Stück Land weitergegeben wird, zum Beispiel an die Kinder, an die Söhne oder an andere Familienmitglieder, dass dann auch der Familienbetrieb auch weiter am Leben bleibt und somit haben dann auch diese Menschen auch selber einen Job. Es sieht aber dann anders aus, wenn vielleicht mal irgendjemand etwas anderes machen möchte, vielleicht kein Bauer sein möchte und vielleicht in eine andere Richtung einschlagen möchte. Da bleibt halt nichts anderes aus, einfach vom Land wegziehen. Und das ist dann auch einfach so dann dieser Nachteil. Man hat viel weniger Arbeitsplätze auf dem Land, muss man sagen. Auch wenn es um Schulen und Kindergärten geht, das sind natürlich Sachen, man hat das dort viel weniger. Man kann das natürlich auch verstehen, dass nicht überall eine Schule gebaut wird, wo auch ein Dorf ist. Das würde sich auch gar nicht lohnen. Also die Schulen, die würden ja leer stehen. Und ich kann auch selber berichten, dass ich mit einigen Leuten gesprochen habe, die zum Beispiel auf dem Land aufgewachsen sind. Und die haben dann auch erzählt, dass es dann so ist, dass in einem Dorf zum Beispiel eine Schule ist und die Nachbardörfer und alles, was drumherum ist, wirklich nur in diese eine Schule geht. Wie wir gerade gesagt haben, auch herrscht nicht überall Linienverkehr, dann sind spezielle Schulbusse, nur wenn man den Bus verpasst, hat man dann Probleme zur Schule zu kommen. Das ist dann natürlich dann auch irgendwie so ein Nachteil, würde ich jetzt mal sagen, dass man dort in diesem Punkt sehr stark eingeschränkt ist. Man hat nicht irgendwie die Auswahl, sich vielleicht eine Schule oder einen Kindergarten auszusuchen. Auch wenn es um die Arbeitsplätze geht, ist man in diesem Punkt sehr eingeschränkt. Wenn man irgendwo eine Kleinstadt hat man zum Beispiel nur ein Geschäft, man hat dort vielleicht 2 Restaurants, dann hat man dort vielleicht irgendwo eine Waschstraße und ja, so eine Kleinstadt hat vielleicht, ich weiß nicht, Platz für 50 bis 100 Arbeitsplätze und wenn man dann schaut, wenn man jetzt in einer Stadt wohnt, wo vielleicht 5000, 4000 oder auch vielleicht, lass es nur 500 Leute sind, die dort leben, dann ist es dort auch ein bisschen problematisch, wenn es jetzt um Arbeitsplätze geht. Das ist dann auch nicht selten, dass halt diese Menschen dann außerhalb des Dorfes oder außerhalb der Kleinstadt fahren in die Großstädte, um dann dort Arbeit zu finden. Genau das Gleiche ist jetzt auch zum Beispiel, wenn es jetzt um Freizeitaktivitäten geht. Auf dem Land hat man wesentlich weniger Freizeitaktivitäten. Man kann dort viel weniger machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man auf dem Land nichts machen kann, aber das ist natürlich schon sehr stark eingeschränkt, als wenn man jetzt zum Beispiel in einer Großstadt ist, wie jetzt hier bei mir zum Beispiel. Ich gehe in die Manufaktura und da habe ich ganz viele Sachen, die ich machen kann. Ich habe Museen ohne Ende. Hier gibt es Lasertag, hier gibt es Kletterwände, hier habe ich 2 Kinos oder also 2 große Kinos und viele kleinere Kinos. Und das ist dann natürlich dann auch schon ein ganz großer Unterschied im Gegensatz zu einem
einem Dorf. Die Menschen, die auf dem Dorf leben und irgendetwas, ich sage jetzt mal, erleben möchten, irgendetwas vielleicht mehr machen möchten, was vielleicht jetzt nicht so ländlich ist, nenne ich das jetzt einfach mal, die sind dann einfach gezwungen, auch irgendwo in eine Großstadt zu gehen, und daher sind dann diese Freizeitaktivitäten dann schon sehr stark eingeschränkt. Heutzutage kann man sich auch schon die Digitalisierung kaum wegdenken. Und wenn man jetzt mal auf ganz Europa schaut, ist, was Digitalisierung angeht, Polen schon ganz weit vorne, zumindest was Großstädte angeht. Es ist nicht so, dass es auf dem Land kein Internet gibt oder dass sie dort komplett weit zurück sind, aber man muss sagen, im Gegensatz zu den Großstädten fehlt es da schon sehr. Man hat nicht überall eine sehr starke Internetverbindung. Ich war sogar in Regionen, wo man gar kein Internetnetz hat. Das ist dann sehr, sehr schwierig, dort irgendwie Empfang zu kriegen. Und ja, das ist natürlich dann auch schon ein Nachteil, zumindest zur heutigen Zeit. Ich hätte dann damit schon meine Probleme. Ich bin natürlich jemand aus der jüngeren Generation. Ich will nicht sagen, der süchtig nach Internet ist, aber ja, das bleibt einfach nicht aus. Ich arbeite auch mit dem Internet. Ich arbeite zum Beispiel von zu Hause aus, und dann ist in meinem Job zumindest eine starke Internetverbindung ein Muss. Und wenn ich jetzt irgendwo wohnen würde, wo es keine gute Internetverbindung gibt, dann könnte ich dort vom Job her auch gar nicht leben. Das wäre dann problematisch. Wie auch schon gerade erwähnt, habe ich mich mit dem einen oder anderen über dieses Thema unterhalten. Was mir persönlich dann auch aufgefallen ist, dass es hier auch schon einen ganz großen Unterschied zwischen der alten und jungen Generation gibt. Die jüngeren Leute haben halt darüber berichtet, dass das Landleben manchmal etwas langweilig und öde ist. Die haben im Prinzip immer jeden Tag das Gleiche. Für einen jungen Menschen ist das vielleicht nicht immer vom Vorteil. Ein junger Mensch will viel machen, will was erleben. Die sind dann sehr eingeschränkt. Gerade auf Dörfern hat man dort, was wir auch gerade besprochen haben, keine Freizeitaktivitäten. Die müssen immer rausfahren, was auch nicht immer möglich ist, wenn die selber in einem Leben leben, sage ich mal, wo Landwirtschaft betrieben wird. Die können nicht einfach mal sagen, ach, ich gehe jetzt mal für 2-3 Stunden in die Großstadt oder ach, ich fahre mal ins Kino, weil die ganze Zeit die Landwirtschaft betreiben müssen. Gerade wenn man auch noch selber Tiere hat, wenn man zum Beispiel Kühe hat, Pferde oder Schweine oder ist ja egal, was man da hat, man braucht eigentlich immer jemanden, der sich dann um die Tiere kümmert. Und das ist dann auch manchmal immer so dieser Nachteil. Man lebt im Prinzip auf dem Land, um zu arbeiten. Und das finden nicht immer alle ganz so toll, und die würden dann schon gerne ein anderes Leben haben. Wenn man sich jetzt die älteren Generationen anschaut, muss man da sagen, dass wir hier einfach die Sicht haben, die kennen nichts anderes. Also das ist so zumindest das, was mir so aufgefallen ist. Die kennen nichts anderes. Die sind halt so aufgewachsen von klein auf. Man muss sagen, damals waren noch andere Zeiten. In Polen waren andere Zeiten. Auf dem Land war auch das Leben in Polen ganz anders wie heutzutage. Aber die kennen auch nichts anderes außer dieses Leben. Und für die ist das auch ganz in Ordnung. Die leben sehr traditionell. Die leben auch sehr konservativ. Die Frau war zu Hause Hausfrau, hat sich um das Haus gekümmert, und der Mann ist halt der auf dem Land war oder halt arbeiten gegangen ist. Die ältere Generation ist schon damit sehr einverstanden mit diesem Leben. Für die wäre ein Großstadtleben viel zu chaotisch, viel zu hektisch, und ich glaube, die würden sich auch gar nicht wohlfühlen. Kann man aber auch verstehen, wenn man 50, 60 Jahre nur auf dem Land lebt und Landwirtschaft betreibt, dann ist das vielleicht auch schon, ja, ich will jetzt nicht sagen ein Kulturschock, aber es könnte dann vielleicht schon ein bisschen schwierig werden, sich an einem Leben anzupassen, wo überall Autos sind, wo es laut ist, wo der Verkehr extrem ist. Ja, das sind dann auch so Sachen, was man dann halt einfach so mitkriegt. Ich von mir persönlich kann sagen, dass ich mir ein Leben auf dem Land selber vorstellen könnte, mit der Voraussetzung, dass ich es aber nicht weit zu einer Großstadt habe. Ich bin auch jemand, der irgendetwas erleben möchte. Ich brauche das auch manchmal, irgendwie mal so ein Shoppingcenter oder auch mal irgendwo wegzugehen, sich mal was anzuschauen. Ich bin auch jemand, der gerne Reisen tut. Deswegen also selber einen Hof betreiben oder Landwirtschaft betreiben würde bei mir nicht in Frage kommen. Dazu fehlt mir einfach ein bisschen die Freiheit. Ich bin auch jemand, der mal spontan sagt, ach komm, lass uns mal nächste Woche irgendwo für 3-4 Tage wegfahren. Das fällt einfach weg. Das sind alles Sachen, die wegfallen, wenn man Landwirtschaft betreibt. Deswegen kann man hier auch erstmal einen großen Respekt sowieso an alle Menschen, Bauern hier nur aussprechen, überhaupt an alle Menschen, die auf irgendeine Art und Weise Landwirtschaft betreiben. Das ist ein verdammt knallharter Job, das ist ein Knochenjob,
und man darf eigentlich dankbar sein, dass es diese Menschen gibt, die auch überhaupt diese Arbeit machen. Auch ich persönlich kaufe mein Gemüse, Obst und Gemüse nur auf dem Markt, vom Bauern auch, und man sieht da auch, die Arbeit ist auch nicht so, dass ich irgendwie versuche, mit den Bauern irgendwie zu verhandeln, weil ich einfach zu großen Respekt habe vor diesem Job, was die machen müssen. Das war meine Sicht der ganzen Dinge, aber wie gesagt, würde mich deine Sicht der Dinge interessieren. Wenn es vielleicht ein Thema gibt, wo ich spezieller oder tiefer darauf eingehen soll, kannst du es mich gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich werde mir das durchlesen und dann schauen wir mal, was sich daraus ergibt. In diesem Sinne danke ich dir wirklich vom ganzen Herzen, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Vielen lieben Dank dafür. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.